Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wird es gesund, denn wir malen super saftige Äpfel. Die verwendeten Farben habe ich euch gerade hier eingeblendet. Die Vorgehensweise wird sich gleich immer wiederholen. Ich befeuchte den Bereich, den ich malen will, so wie jetzt hier den Apfel, und lege dann die erste Farbschicht an. Dabei schaue ich mir einfach die Vorlage an und gucke genau, welche Farben wo zu finden sind, mische diese an und lege die auf das Papier. Ich achte besonders darauf, meinen Lichtreflex hell zu lassen und die Kanten schön weich zu lassen. Hier benutze ich gerade Quinacridone Red und dunkle das Ganze mit etwas Alizarin ab. Später benutze ich noch ein warmes Rot mit dem Pyrrole Scarlet und in den Schattenbereichen dunkle ich mit etwas Payne's Grey ab. Beim Nass-in-Nass-Malen ist die Wasserkontrolle sehr wichtig. Da das Papier schon befeuchtet ist, brauche ich nicht mehr viel Wasser auf meinem Pinsel. Im Prinzip kann man sagen, der Pinsel muss trockener sein als das Papier. Das ist ganz besonders dann wichtig, wenn wir versuchen, noch Kanten zu glätten oder noch wenig Farbe hinzuzufügen, wenn das Papier schon etwas mehr getrocknet ist. Weil es auf der Vorlage zu sehen ist, gebe ich hier noch etwas Grün in den Apfel. Ich beginne jetzt damit, mir die Schattenbereiche und die Formen, die der Schatten bildet, genau anzusehen und nachzuahmen. In der unteren linken Ecke des Apfels gibt es einen Lichtreflex. Den lasse ich frei. Hier glätte ich jetzt einfach mit einem wenig feuchten Pinsel die Kanten und verteile die Pigmente etwas mehr ineinander. Nach und nach werde ich mit meinen Farben jetzt immer dunkler und erstelle schönes Volumen mit dem Schatten. Übrigens habe ich euch wie immer meine Skizze und die Vorlage in der Infobox verlinkt. Für den Schatten füge ich hier meinem Rotmix Payne's Grey hinzu. Für die Krause hier unten tupfe ich einfach etwas dunkle Farbe in den Bereich. Das hier ist Neutraltinte, es geht auch Payne's Grey oder Van Dyke Brown. Damit der Lichtreflex schön leuchtet, nehme ich hier mit einem feuchten Pinsel etwas Farbe wieder weg. Auch hier gilt, der Pinsel sollte trockener sein als das Papier. Nun
Nun kann man schon schön das Volumen des Apfels erkennen. Den lassen wir jetzt erstmal trocknen und wenden uns den Blättern zu. Hier wende ich genau die gleiche Technik an. Ich befeuchte erst das Blatt und lege dann Farbflächen an, wie ich sie auf der Vorlage erkennen kann. Meine erste Grünschicht mische ich hier aus Aureolin und Ultramarin. Dabei beginne ich zunächst mit viel Gelb und arbeite mich nach und nach zu den dunkleren, grüneren Tönen. Bei den Blättern bin ich etwas von der Vorlage abgewichen, aber es hilft schon zu wissen, dass Blätter meistens eine helle und eine dunkle Seite haben. Das erzeugt schon genug Volumen und mit ein paar Blattadern kann man auch ganz frei ohne Vorlage ein schönes Blatt malen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Stiele der Blätter nicht grün oder braun sind, sondern eher rot und die Farbe der Äpfel schön widerspiegeln. Ansonsten benutze ich für die Äste Sienna gebrannt, etwas Kobaltblau und später Van Dyke Brown für ein paar Schatten und Details. Zum Schluss übermale ich die Ränder mit klarem Wasser, damit dort ein ganz weicher Übergang entsteht und ich später daran anschließen kann. Nun male ich in das noch feuchte Blatt mit einem Liniererpinsel und klarem Wasser eine Blattader. Hier kann man schön sehen, dass das Wasser die Farbe verdrängt und ein heller Bereich entsteht. Wichtig ist dabei, nicht zu viel Wasser zu benutzen. Vielleicht übt man vorher einmal auf einem Schmierblatt. Da sich gleich die Techniken und Vorgehensweisen immer wiederholen, werde ich das Video etwas schneller laufen lassen. Grundsätzlich gehe ich immer erst hin und befeuchte den Bereich, den ich bemalen möchte, gebe die Farben hinzu und werde später, wenn der Bereich etwas angetrocknet ist, mit einem feuchten Liniererpinsel Blattadern wieder abnehmen. Meine Farbmischung variiere ich mit den angegebenen Gelb- und Blautönen. Später benutze ich auch die fertigen Grüntöne. Den zweiten Apfel male ich im Prinzip genauso wie den ersten. Zunächst mit Quinacridone Red rund um diesen Lichtreflex, weil dort auf der Vorlage ein sehr roséfarbener Bereich ist. Und dann mit Alizarin und Pyrrole Scarlet etwas dunkler werden. Später die Schattenbereiche dunkle ich noch mit Payne's Grey ab. Ich schaue immer wieder meine Vorlage an, um Schattenformen und Lichtreflexe gut darstellen zu können. Schon jetzt ist das Volumen deutlich erkennbar. Er darf jetzt erstmal trocknen und wir machen mit den Blättern weiter.
Wenn man genug Kontrolle über das Wasser im Pinsel hat, lassen sich die Blattadern auch mit dem Verwaschpinsel einzeichnen. Bei den Blättern arbeite ich mich immer von den hellen Bereichen zu den dunklen Bereichen vor. So kann ich meiner Farbmischung nach und nach dunklere Farben hinzufügen und die Blätter bekommen natürliche Farben. Der Ast bekommt auch hier eine erste Schicht aus Van Dyke Brown, Sienna gebrannt und Kobaltblau. Nun beginne ich damit, die zweite Schicht zu malen. Die Vorgehensweise bleibt hier die gleiche. Zuerst befeuchte ich den zu bemalenden Bereich und dann intensiviere ich die Farben. Auch hier hole ich mit einem feuchten Linierer die hellen Blattadern wieder heraus. Einige von den Blattadern bekommen außerdem einen kleinen Schatten. Ich habe meiner Palette nun Green Apatite Genuine und Perry Lane Green hinzugefügt, die ich gemeinsam mit natürlichem Sienna für die zweite Farbschicht der Blätter benutze.
Das Laub ist erstmal fertig. Nun bekommen auch die Äpfel noch eine zweite Farbschicht. Den Lichtreflex habe ich beim Befeuchten des Apfels freigelassen, damit nicht versehentlich Farbe in den Bereich läuft. Für den Schattenbereich habe ich meinen Rotmix mit Payne's Grey abgedunkelt. Bei solchen Motiven lohnt es sich immer, die Vorlage gut zu studieren, damit ich Farben und Schattenformen gut wiedergeben kann. Hier füge ich diesen Lichtreflex hinzu, indem ich mit einem feuchten Pinsel die Farbe abnehme. Und damit ist unser erster Apfel fertig. Der Ast bekommt nun noch eine Schicht gebranntes Sienna und ein wenig Orange. Die Schatten und kleine Details von der Rinde male ich mit Van Dyke Brown. Auch bei der zweiten Farbschicht dieses Apfels lasse ich den Lichtreflex frei. Zu guter Letzt bekommt auch das Blatt unter den Äpfeln noch eine zweite Schicht. Ein letzter Pinselstrich und fertig sind unsere Äpfel. Wenn euch das Video gefallen hat,
freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Besucht mich gerne auch auf Instagram und verlinkt mich unbedingt, wenn ihr die Äpfel gemalt habt. Bis zum nächsten Mal.